Heute bei den Lately News behauptet ein Mann, der in Paris versuchte, in ein Bordell zu kommen, dass er in einer bekannten Berliner Nachrichtensendung gehört hatte, dass in Paris für Deutsche der Eintritt frei sein soll. Leider mussten ihn die Damen aufklären, dass un coup franc par allemand ein Tritt frei für Deutsche bedeutet. Und so traten sie ihn dezent, aber bestimmt wieder zurück nach Berlin. Ich sollte echt aufhören, meinen eigenen Nachrichten zu trauen. Trotzdem hat es mir irgendwie auch wieder gefallen. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Folgen dieser Nachrichtensendung allein in dieser Staffel. Wobei keinem aufgefallen war, dass ich für 5 Folgen durch eine Schaufensterpuppe ersetzt wurde, wegen meines kleinen Problems mit dem weißen Ideenpulver. Ich stehe einfach super auf Puderzucker, selbst auf meinen Speedballs. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Köln 50667 auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Deshalb fangen wir an mit den besten Nachrichten aus Berlin. Das Niederlagenschmerzen wissen wir nicht nur seit dem Wembley-Tor. Und ich meine nicht das falsche von 1966, sondern das letzte Tor, das in diesem Stadion von Didi Hamann geschossen wurde und mit dem die deutsche Nationalmannschaft 1:0 gegen England damals siegte. Weswegen danach die Royal Air Force Wembley und große Teile Londons mit Bomben zerstören musste. Dementsprechend verwundert es nicht, dass in Berlin ein gut aussehender Mann nach einer verlorenen Partie Monopoly nicht etwa den Tisch umwarf und dann die Tür zu seinem Newszimmer laut zuschlug, sondern den Polizeinotruf wählte. Vollkommen zu Recht, so wurde unter anderem die Jeffrey Epstein Freikarte aus dem Gefängnis nicht anerkannt oder die Harvey Weinstein Karte, die die Kosten für das Luxushotel erspart und einen zudem erlaubt, in eine Palme auf der Schlossstraße zu masturbieren. Hey, don't hate the player, hate the game. Oder die #MeToo-Karte zu spielen, wenn ein anderer Spieler über losgeht und man mit der Karte auch $130.000 Schweigegeld von Donald Trump bekommen will. Haben wir zufällig ein Live-Bild von diesem Mann? Ein wahrer Held. Währenddessen in Schneewerding. Seit einigen Jahren veranstalte ich für die gehobene Gesellschaft hier in Berlin, also die Kanzlerin und führende DAX-Vorstände, regelmäßig Treibjagden im Spandauer Forst. Je nach Jahreszeit jagen wir dann dort Wildschweine, Hirsche, Gewerkschaftsvertreter oder AfD-Politiker. Allerdings sorge ich natürlich bei den Treibjagden für halbwegs gleichwertige Voraussetzungen, denn wo wäre ansonsten der Spaß? Und so jagen wir die Wildschweine, Hirsche, Gewerkschaftsvertreter oder AfD-Politiker nur per Drohnenüberwachung, GPS-Chips und Predator-mäßigem Equipment. Während ich den Wildschweinen, Hirschen, Gewerkschaftsvertretern oder AfD-Politikern Waffen der Bundeswehr zur Verfügung stelle. Was natürlich gemein ist, weil die nie funktionieren, aber wo wäre ansonsten der Spaß? Nur kam es in Schneewerdingen zu einem Unfall bei einer lokalen Treibjagd auf regionale Fridays for Future Kids, als ein Jogger angeschossen wurde vom RWE-Vorstand Martin Schmitz, dem es hier auf dem Bild auch wirklich leid tut. Dazu muss man aber sagen, dass der Jogger zusammen mit einem anderen Jogger ein Pferdekostüm getragen hat, weil beide gerade zu einer örtlichen Furry-Party wollten. Dementsprechend wurde selbstverständlich nicht gegen Martin Schmitz ermittelt, sondern er bekam dafür einen freien Abschuss seiner Wahl. Derweil in Mailand. Italien ist nicht nur für sein super leckeres Essen bekannt, sondern auch für seine Mafia, die leider nicht so cool ist wie die amerikanische Mafia, wie man bei der Martin Scorsese-Doku Five der Mauswanderer sehen konnte. Immer noch eine krasse Szene, wo Joe Pesci in eine Garage geführt wird, weil er glaubt, nun endlich ein Vollmitglied der Mafia zu werden, ein sogenannter Mice-Man, und ihm dann Fives Bruder von hinten in den Kopf schießt. Dass aber auch Verbrecher nett sein können, erlebte ein Wohnwagenbesitzer am Stadtrand von Mailand, als er eines Morgens zu seinem Wohnwagen zurückkehrte
und feststellte, dass jemand das Vorhängeschloss am Wohnwagen aufgebrochen hatte. Überrascht stellte der Mann fest, dass nichts geklaut worden war und sogar auf der kleinen Anrichte neben der Tür ein neues Vorhängeschloss lag. Und das erinnert mich irgendwie auch an diese andere Szene aus Martin Scorseses Fievel der Mauswanderer, wo Fievel mit seinem Lehrer Mausenberg zusammen in einem Wohnwagen Crystal Meth kocht. Ich muss mir unbedingt mal wieder Fievel der Mauswanderer angucken. Noch zum Abschluss die Lately News Videospielkritik der Woche. Handelt dieses Mal eindeutig von Ghost of Tsushima für alle aktuellen Konsolen wie dem Telescore 750. Nur hat es sich gezeigt, dass das Failing Ghost of Tsushima vollgestopft ist mit Fake-Bugs. Ich bin hier auf den Straßen Berlins auch bekannt als der Neuköllner Ninja, der Spandauer Samurai oder Steglitzer Sushi. Dementsprechend konnte ich mich sofort auf Ghost of Tsushima reinfühlen, einem Open-World-Spiel aus der Third-Person-Perspektive, dessen größte Stärke es ist, ein Open-World-Spiel aus der Third-Person-Perspektive zu sein. Und vor allem mit Ninjas, denn alles ist besser mit Ninjas. Ob Spiele wie Sea of Thieves, Minecraft, Red Dead oder mein Ponyhof 14, Ninjas machen alles besser, wie auch bei Ghost of Tsushima. Und hier ist die Grafik schon mal der Hammer, gerade für eine Grafik-Geisha wie mich. Okay, die Story ist löchriger als ein Schweizer Käse, der sich mit einer Schrotflinte erschossen hat. Aber es gibt Ninjas, denn alles ist besser mit Ninjas. Ob Steuererklärung, Sex oder eine Nachrichtenshow zu drehen. Denn was man leider nicht sehen kann, aber hinter der Kamera stehen 5000 Ninjas. Deshalb sei verwarnt Ghost of Tsushima, 7 von 10 dunkelgelbe Lately Fake Bugs Karten an dich und scheiße, ich werde jetzt gleich hier richtig tief durch Ninja Blut warten müssen. Das waren die besten Lately News dieser Staffel. Wir sehen uns wieder am Montag mit dem großen Finale. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.